Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wieder gemeinsam mit Laura und mir. Wir sind Deutsch-Muttersprachlerinnen und Deutschlehrerinnen und wir haben heute wieder einige Ausdrücke für euch dabei, die wir euch gerne zeigen möchten, die wir in unserem Alltag so bemerkt haben und uns sofort notiert haben, dass wir sie euch gerne zeigen möchten. Und ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Ja, Let's go. los geht's. Bevor wir gleich starten, noch kurz der Hinweis. Laura und ich sprechen in diesem Video in unserer natürlichen Sprechgeschwindigkeit. Wenn es dir schwerfällt, unserem Gespräch zu folgen, dann kannst du gerne die Untertitel aktivieren, dann fällt es dir leichter. Und am Ende hast du noch ein paar Quizfragen, mit denen du dich super testen kannst, ob du alles verstanden hast in dem Video. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt, Laura. Und zwar habe ich den ersten Ausdruck für dich. Und zwar ist das die Nomen-Verb-Verbindung am Ball bleiben. Am Ball bleiben. Am Ball bleiben könnte man auch sagen dranbleiben. Also man muss immer weitermachen, man darf nie aufhören. Zum Beispiel beim Deutschlernen. Man muss auf jeden Fall am Ball bleiben. Es macht gar keinen Sinn, wenn du ein Jahr lang total intensiv lernst und dann nie wieder was mit Deutsch zu tun hast, weil du dann alles vergisst. Also du musst am Ball bleiben. Genau. Du musst immer weitermachen, du musst dranbleiben. Genau, vor allem auch, wenn es mal schwierig ist, Ja. sozusagen. Ne? Dann darf man nicht aufgeben, sondern immer schön weitermachen. Ja, genau. Am Ball bleiben. Am Ball bleiben. Sehr gut. Das zweite wäre der Ausdruck alle über einen Kamm scheren. Alle über einen Kamm scheren bedeutet, dass du verallgemeinerst. Also, dass du zum Beispiel eine Gruppe von Menschen verurteilst, weil eine Person etwas gemacht hast. Dann scherst du alle Menschen über einen Kamm, zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, machen wir mal ein Beispiel. Das muss auch nicht mit Personen sein, sondern das kann zum Beispiel auch mit Büchern sein oder so. Du liest vielleicht einen Roman von einem Autor und der hat dir überhaupt nicht gefallen und dann sagst, oh nee, Romane, das ist nicht meins. Dann scherst du alle Romane über einen Kamm. Du verallgemeinerst und sprichst für alle Romane. Dabei hängt es vielleicht nur an diesem oder liegt es nur an diesem einen Buch. Ja. Kannst du vielleicht noch kurz erklären, was mit Scheren gemeint ist? Also nicht jemanden scheren, sondern eigentlich geht es da ja um Schafe. Ja, genau. Also scheren, das macht ein Bauer mit seinen Schafen, wenn man die Wolle von den Schafen rasieren will, sozusagen. Das nennt man Scheren. Genau. Und ich glaube, es war tatsächlich so, dass das oft so ein einheitlicher Kamm war, wo alle Schafe den gleichen Kamm hatten und somit alle Schafe über einen Kamm geschert wurden. Daher kommt das, glaube ich, ganz lustig. Cool. Ja, guter Ausdruck auf jeden Fall. Und verwendet man echt oft. Ja, das stimmt. Ein Ausdruck, den man auch häufig verwendet, oder ich zumindest, ist ein Elefant im Raum. Da steht ein Elefant im Raum. Okay. Oder es ist ein Elefant im Raum. Was bedeutet das? Also ein Elefant ist ja bekanntlich ein sehr, sehr großes Tier, das man jetzt nicht so gut übersehen kann. Das heißt, wenn irgendwo ein Elefant ist, dann siehst du ihn auch, weil er so groß ist. Wenn ich jetzt einen Elefanten im Raum habe, dann heißt das, dass es ein Problem gibt, das man nicht übersehen kann. Und alle Leute wissen, da ist dieses Problem, aber man spricht vielleicht nicht drüber oder man versucht irgendwie so ein bisschen auszuweichen. Man umgeht dieses Problem so ein bisschen. Genau. Und also ich kenne das zum Beispiel aus, keine Ahnung, so Freundschaften oder sowas, wenn da vielleicht mal eine blöde Situation war oder so und man merkt irgendwie, wir haben einen anderen Umgang, wir sprechen irgendwie anders miteinander, irgendwas passt nicht, dass man dann sagt, hey, wollen wir mal über den Elefanten im Raum sprechen? So verwendet man es, glaube ich, auch. Stimmt. Häufig, ne? Ich habe das auch wieder bei den Wahlen gesehen. Vor kurzem waren ja Wahlen in Deutschland und da ist es auch oft so, dass bei diesen Debatten und diesen Diskussionen, dass man merkt, irgendwie da ist so ein Thema, da kommen die Leute nicht weiter. Man streitet häufig über dieses Thema, aber man kann es auch nicht wirklich ansprechen, weil es keine Lösung gibt. Ja. Dann sagst du ja, okay, das klassische Beispiel, da ist ein Elefant im Raum. Ja, genau. Ja, super. Voll gut. Okay. Dann haben wir einen weiteren Ausdruck, der heißt nach Strich und Faden. Also zum Beispiel jemanden nach Strich und Faden betrügen oder ja.
Boah, nach Strich und Faden. Ich würde sagen, dass das sehr strukturiert und so ausgeklügelt, wie kann man das sagen? So geplant vielleicht. sehr geplant, genau, bedeutet. Also, wie du sagst, ich kann jemanden nach Strich und Faden betrügen, bedeutet also mit allem, was ich kann und weiß, sozusagen, oder? Ja. Oder was kann man noch machen? Jemanden nach Strich und Faden Belügen vielleicht? Ja, das ist irgendwie dieselbe Bedeutung, ne? Also so, weißt du, woher das kommt nach Strich und Faden? Also es hat wohl etwas mit dem Nähen zu tun. Genau. Ich glaube, das kommt aus dem Webhandwerk eigentlich, wo man ja die Fäden in eine bestimmte Reihenfolge bringen muss und es eben alles sehr strukturiert und geordnet abläuft. Ja. Und das ist auch, wenn du jemanden nach Strich und Faden betrügst, weil das eben das komplette Gegenteil von spontan ist, sondern wirklich gut durchdacht und gut überlegt. Also sehr berechnend, könnte man auch sagen. Genau, das Wort hat mir gefehlt. Ja, sehr berechnend. Genau. Und es ist aber negativ konnotiert, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Okay. Nächster Ausdruck ist Nägel mit Köpfen machen. Okay, Nägel mit Köpfen machen heißt, dass man endlich eine Entscheidung treffen muss. Also, dass man endlich zu einem Ergebnis kommen muss. Stell dir vor, wir diskutieren irgendwie 2 Stunden lang über ein Urlaubsziel, wir wollen zusammen in den Urlaub fahren und wir diskutieren vielleicht nicht nur 2 Stunden, sondern schon 2 Wochen und immer wieder hin und her und hin und her. Und irgendwann sagen wir, hey komm, also jetzt reicht's, jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen, jetzt müssen wir uns endlich entscheiden. Genau, wir müssen jetzt, keine Ahnung, den Zug buchen und das Hotel buchen oder keine Ahnung. Also jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Ja, genau. Ein Nagel hat ja auch einen Kopf, also dieses runde Teil am Nagel nennt man Kopf und wenn ein Nagel keinen Kopf hat, dann kann er auch nicht halten und so ist das eben auch mit der Entscheidung. Wenn man nicht endlich einen Nagel mit Kopf macht, dann kommt man nicht weiter. Ja, genau. Ja, sehr gut. Okay, gut. Dann haben wir den Ausdruck, jemandem den Mund verbieten. Also wenn du jemandem den Mund verbietest, was macht man dann? Dann verbiete ich der Person zu sprechen. Oder? Also bedeutet einfach, die Person soll die eigene Meinung nicht sagen und einfach nicht sprechen. So, jemandem, also die Person, jemandem im Dativ den Mund verbieten. Und das ist eigentlich heutzutage hoffentlich nicht mehr so häufig in Verwendung. Aber klar, es gibt immer mal wieder irgendwie Menschen, die über die Presse schimpfen und sagen, der Moderator oder so verbietet mir den Mund, ich darf nichts mehr sagen oder so. Aber das ist dann eher metaphorisch gemeint und nicht tatsächlich so. Ja. Man sagt das ja oft auch im Streit, dass man irgendwie sagt, ich lasse mir doch den Mund nicht verbieten. Stimmt, so irgendwie, dass man, ich sage jetzt, was ich will, auch wenn es dir nicht passt. Ja, stimmt, genau. Ja. Okay, und nächster Ausdruck ist noch aus dem Schneider sein. Ich bin aus dem Schneider. Ich bin aus dem Schneider, okay. Man sagt oft auch einfacher formuliert, ich bin raus. Also ich habe damit nichts zu tun. Ich bin aus dem Schneider. Jetzt muss ich gerade mal ein Beispiel überlegen. Hast du was? Wenn vielleicht irgendwie 2 Personen oder andere Personen gerade streiten oder diskutieren oder so und sie wollen dich mit einbeziehen, dass du sagst, das ist nicht mein Problem gerade, ich bin da aus dem Schneider, also ich habe damit nichts zu tun, ich habe keine Verantwortung. Genau, dann sagt man das. Genau, ich bin raus, ich bin aus dem Schneider. Okay. Genau. Und vielleicht noch ein letztes, das ist auch ein schöner Ausdruck, der heißt, etwas in den falschen Hals kriegen oder bekommen. Das bedeutet eigentlich, dass du etwas missverstehst, also dass eine Nachricht, eine Botschaft bei dir falsch
angekommen ist, also dass du sie falsch verstanden hast. Kommt das daher, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel trinkt und Wasser in die Luftröhre bekommt, oder dann verschluckt man sich und man muss husten oder so. Daher kommt das wahrscheinlich auch, ne? Dass man eine Nachricht in den falschen Hals, in die falsche Röhre bekommt und es nicht richtig versteht, nicht verarbeiten kann sozusagen. Ja, genau. Ja. Dass man dann sagt, jetzt komm, sei doch nicht beleidigt, du hast es jetzt in den falschen Hals gekriegt, so war das gar nicht gemeint. Ja, genau. Sehr gut. Okay, das waren jetzt tatsächlich 8 Ausdrücke. Sollen wir nochmal wiederholen? Ja, bitte. Ich habe gestartet mit am Ball bleiben. Also weitermachen, nicht aufgeben. Genau. Dann ging es weiter mit alle über einen Kamm scheren. Was bedeutet, dass man verallgemeinert. Gut. Dann war der große Elefant im Raum. Also ein Problem, das man nicht übersehen kann. Dann hatten wir noch nach Strich und Faden, also jemanden nach Strich und Faden betrügen. Ja, also sehr strukturiert, sehr geplant, sehr berechnend. Genau. Dann ging es weiter mit dem Ausdruck Nägel mit Köpfen machen. Also eine Entscheidung treffen, zu einem Ergebnis kommen. Wir hatten noch jemanden den Mund verbieten. Genau, also jemanden das Wort verbieten, dass jemand nicht sprechen soll. Genau. Dann das vorletzte war aus dem Schneider sein. Also man hat nichts mit einer Sache zu tun, man ist raus. Genau. Und das letzte war, dass man etwas in den falschen Hals kriegt. Dass man etwas missversteht. Okay, das waren die 8 Ausdrücke aus diesem Video. Du kannst jetzt gerne einmal testen, ob du alles richtig verstanden hast und die Quizfragen beantworten. Ja, das war es dann von uns, oder? Wir freuen uns wie immer über deine Unterstützung mit einem Daumen nach oben und einem Abo auf unserem Kanal. Und wenn du Lust hast, dann kannst du gleich mit einem von diesen Videos hier weitermachen.